ich glaube halt, dass es schon eine extrem starke Rolle spielt, dass es mein erstes Online-MMORPG-Game war. Ich weiß nicht, ob es direkt das erste Online-Game war, das ich gespielt habe. Also das erste richtige, habe ich immer gesagt. Aber vermutlich schon. Also die einzigen Games, die ich davor am PC gespielt habe, war Siedler, glaube ich, ein bisschen. So ein ganz altes Siedler-Spiel, das noch komplett verpixelt war. Wo du jeden einzelnen Pixel sehen konntest. So ein altes Siedlerspiel. Und sowas wie Pinball. Oder sowas. Also nur so goofy-ass Games quasi. Keine richtigen. Sonst dann nur Game Boy. Und dann eigentlich Flive. Na gut, und Stronghold 2 habe ich noch vor Flive gespielt, glaube ich. Ja, ich glaube Stronghold 2 ist sogar noch vor Flive gespielt. Could be, should be. Oder auch nicht, ich weiß es nicht mehr. Eigentlich kann es fast nicht sein, weil bei Stronghold war ich eigentlich älter als bei Flive. Ja, vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung. Aber es ist einfach passiert und dann sind sie schwanger. Ja, ich denke halt, das Problem ist halt, wenn du ein Spiel so früh anfängst, wahrscheinlich passiert dann irgendwas im Gehirn. Alle Kinder sollen sofort Flive spielen. Do it! Holt sie uns! Ingame? Kappa. Twitch? Kappa, Ingame. Jetzt habe ich den Faden verloren. Keine Ahnung, ich glaube halt, dass es irgendwie so ist, dass man halt anfängt. Also ich meine, natürlich, wenn es jetzt einer, der überhaupt nicht taugt, dann natürlich nicht, logischerweise. Aber ich meine, für die damalige Zeit war Flive ja eigentlich extrem gut. War eins der ersten Games, wo du überhaupt dich frei bewegen konntest mit einer Open World und vor allem fliegen konntest und so. Also es war schon ein Vorreiter sozusagen auf dem Gebiet. Und es war halt uralt. Eins der ersten, wie gesagt, Anime, MMORPGs und so weiter. Also schon innovativ und so. Wenn es kacke gewesen wäre, hätte es ja nach 2 Stunden aufgehört und nie wieder gespielt, so ungefähr. Und dich wahrscheinlich auch nie wieder daran erinnert. Und, schätze mal, dass man halt... Also ich meine, gibt es irgendjemanden, der das erste Game, was er gespielt hat, scheiße fand? Oder sagen wir, also ich meine, na gut, das ist vielleicht falsch formuliert, aber wenn du das erste Game eben nicht scheiße fandest, das du gespielt hast, dann hat doch jeder gute und vor allem nostalgische Erinnerungen dran. Und irgendwie beeinflusst das halt auch irgendwie immer so ein bisschen alle deine zukünftigen Wahrnehmungen, sozusagen, wahrscheinlich. Und sorgt dafür, dass du halt einen gewissen Geschmack entwickelst in Videospielen. Und der halt, danke für den Follow, Snox, dich dann irgendwie prägt, sozusagen. Und ich meine, bei mir war es wirklich so, also jetzt nicht nur so dahergesagt, sondern wirklich, also ich mal eine Zeit lang, ich weiß nicht mehr wieso, aber ich meine, keine Ahnung, man ist ja immer wieder, ich meine, warum gehen Leute fremd, wenn sie verheiratet sind, so, ne? Ich meine, dieses Abenteuer, was Neues auszuprobieren, das liegt ja in der menschlichen Natur sozusagen. Also ich meine, ihr sollt nicht fremd gehen, das will ich damit nicht sagen, aber es ist ja vollkommen normal, dass man irgendwann, auch wenn man eigentlich nicht die Schnauze voll hat, wirklich von einem Spiel, oder seiner Frau, Kappa in-game, von einem Spiel, dass man halt doch mal neugierig wird auf was anderes. Aber mir war es halt dann wirklich so, ich hab also wirklich, das war so zwischen 2009 und 2011, habe ich mir gefühlt jedes Free-to-Play, Betonung liegt auf Free-to-Play, die in Anführungszeichen guten Games habe ich nicht ausprobiert, weil sie was gekostet haben. Aber dann habe ich ja quasi jedes Free-to-Play-Game mal ausprobiert und aber irgendwie immer so, also nicht bewusst, aber unterbewusst immer irgendwie mit Flive verglichen. Und dann war immer irgendwie so, oh, Steuerung gefällt mir nicht, oh, Grafik gefällt mir nicht, Kampfsystem gefällt mir nicht. Kampfsystem gefällt mir nicht, war tatsächlich der Grund bei fast jedem Spiel. Weil es gab schon richtig geile Games, größtenteils. So optisch vor allem auch, oder einfach mal was ganz anderes von der Grafik her und so. Aber das Kampfsystem, voll viele Games haben halt irgendwie probiert, dieses WoW-Kampfsystem zu kopieren. Und ich persönlich finde, das WoW-Kampfsystem ist eigentlich unfassbar schlecht. Also ich finde, Flive ist besser als WoW, was das Kampfsystem angeht. Richtet mich hin.
Schreibt ein Kopfgeld aus, ruft das FBI an, es ist mir egal. Flive hat meiner Meinung nach ein besseres, freieres Gefühl beim Kämpfen, beim Grinden, beim Mobben als alle anderen Games, die ich damit verglichen habe. Selbst WoW, gut, WoW habe ich zuerst vor 6 Jahren oder so das erste Mal wirklich gespielt. Aber da ist mir dann erst aufgefallen, dass diese ganzen Free-to-Play-MMOs immer irgendwie probieren, WoW zu kopieren. Und auch vom Kampfsystem. Und genau das ist eigentlich das, was sie nicht kopieren sollten. Meiner Meinung nach. Weil das Kampfsystem soll halt einfach gut sein. Ich meine, man muss da nichts kopieren. Es muss halt einfach gut sein. Aber die meisten haben halt irgendwie irgendwas anderes kopiert. Und das hat mir dann nie gefallen. Und da ist halt auch oft... Also mir ist es oft so vorgekommen, als hätten die alle ungefähr das gleiche Kampfsystem. Und das ist halt irgendwie ass. Keine Ahnung. Das war halt für mich immer der Killer irgendwie. Aber wie gesagt, ich habe nie wirklich probiert, neues Flive zu finden. Das war eigentlich nicht wirklich der Grund, aber unterbewusst hat man es wohl immer damit verglichen. Wobei, ich meine, das Kampfsystem, ich meine, wie gesagt, Kampfsystem, ich habe es nicht wirklich mit Flive direkt verglichen, aber es war halt einfach schlechter als Flive. So, das war halt die Quintessenz, ne? Das war immer der Breaking Point für mich. Und deswegen, wie gesagt, ja, Lieblingsgame weiß ich jetzt gar nicht. Lieblings-MMORPG auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar andere Games, die ich hammergeil finde, aber die kann man halt nicht die ganze Zeit spielen, weil sie nicht unendlich Content bieten. Stronghold 2 wäre zum Beispiel ein Beispiel. Mal angenommen, Stronghold 2 wäre irgendwie ein Online-Game, wobei das wäre nicht gut, dann wäre es auch nicht so gut. Aber mal angenommen, Stronghold 2 hätte Infinite Content, immer wieder was Neues und so. Das würde mir auch lange nicht langweilig werden, denke ich. Oder Skyrim ist auch extrem gut. Genshin Impact ist auch extrem gut. Also es gibt schon ein paar Games, die auf jeden Fall mindestens auf dem gleichen Level sind wie Flive für mich. Nur kann man sie halt nicht wirklich vergleichen, weil, ich meine, wo ist der Sinn davon, Flive und Skyrim zu vergleichen? Also hinten und vorne, das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Also, wenn es nicht mal das gleiche Genre ist und dann auch nicht mal ein Online-Game, ich meine, was vergleichst du dann? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Kannst du nicht Single- und Online-Games vergleichen. Free-to-Play und Pay-to-Win. Also ich meine, sobald du die komplette Kategorie switcht, dann wird es schon schwierig. Und da ist ja alles anders. Passt ja nichts. Da hast du überhaupt keinen Basic Common Ground, wo du irgendwas vergleichen könntest. Deswegen sollte man es auch nicht tun, weil es keinen Sinn ergibt. Da kommt dann noch irgendein Unfug bei raus, der nichts aussagt. Was mein Lieblings-Singleplayer-Game ist? Probably Stronghold 2. Yeah. Probably Stronghold 2. Aber eigentlich die 3. Also eigentlich würde ich sagen, ein Freeway-Tie. Unentschieden. Skyrim, Stronghold 2 und Genshin Impact. Und ja, Genshin Impact ist technisch gesehen kein Singleplayer-Game, aber eigentlich schon. Es gibt kein Online. Du kannst höchstens Koop spielen, wie bei vielen Singleplayer-Games. Von dem her. Ich meine, Stronghold 2 kannst du auch online spielen, aber es ist trotzdem mainly ein Singleplayer-Game.